Stimmengewirr, Wiehern und vereinzelte Jubelschreie. Für eine introvertierte Persönlichkeit an einem sonnigen Freitagnachmittag wie diesem nicht unbedingt der Aufenthaltsort erster Wahl. Fievel Cooper! Beim Klang seines Namens zuckte der junge Hengst unweigerlich zusammen. Die zierliche Fuchsstute Miss Steele schlug genervt mit dem Schweif. Sie stand hinter einem breiten Pult auf der Bühne der Aula der Jefferson High, worunter sich zur Feier des Anlasses eine umfangreiche Pferdetraube angesammelt hatte. Mit ihren lebhaft funkelnden Augen suchte die Stute die Menge nach dem soeben Aufgerufenen ab. Als Fievel nicht sofort reagierte, stampfte sie bekräftigend mit dem Huf auf den Boden auf. Ihrem monotonen Tonfall nach zu urteilen, bereitete es ihr nicht sonderlich große Freude, die Abiturienten nach vorne zu bitten, um ihnen die Abschlusszeugnisse zu überreichen. Obwohl seine Tutorin dieses Ereignis wohl als nicht sonderlich bedeutungsvoll einzustufen schien, fuhr ein nervöses Zittern durch Fievels Beine. Unruhig zuckten seine Augen über die Pferdemenge, in deren Mitte er sich bis gerade eben noch verborgen hatte. Es hatte ihm noch nie behagt, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, doch heute führte kein Weg daran vorbei. Mit zunehmend beschleunigter Atemfrequenz spürte Fievel die Blicke seiner Stufenkameraden auf seinem Fell. Während er aus den unordentlichen Reihen der übrigen Schüler und ihren Angehörigen trat, wagte der Hengst langsam, den Kopf zu heben. Unangenehm heiße Schweißperlen bildeten sich unweigerlich auf seinem hell gesprenkelten Appaloosa-Fell. In dem verzweifelten Versuch, etwas Ruhe in seinen aufgewühlten Körper zu bringen, atmete er tief durch. »Es ist nur eine Zeugnisübergabe«, sagte er sich immer und immer wieder. »Nichts, wovor du dich fürchten musst.« Zum wiederholten Mal an diesem Tag verfluchte er sich für seine ausgeprägte Schüchternheit. Endlich schaffte er es, seine Beine zu aktivieren und sich in Bewegung zu setzen. Für einen kurzen Moment trafen sich seine Blicke mit denen Miss Steeles. Ein Schauder durchfuhr ihn, als er in die tiefgrünen Augen der Stute sah, die ihn plötzlich nicht mehr so missmutig wie zuvor, sondern in tiefem Ernst musterte. Erst als der Blickkontakt zwischen ihnen wieder abbrach und Miss Steele sich zerstreut wirkend eine Strähne aus dem Gesicht pustete, bemerkte Fievel die ungewohnte Stille, die sich in dem großen Raum ausgebreitet hatte. Auch wenn es schwer fiel, all die unmittelbar auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit an sich abprallen zu lassen, gelang es ihm, seinen Geist von der stressigen Situation zu isolieren. So setzte er seinen Weg auf die Bühne fort. Inmitten des angespannten Schweigens klapperten seine Hufe befremdlich laut auf dem kalten Steinboden der Aula. Als er die provisorisch errichtete Treppe erreichte, die auf das Podest führte, stellte er glücklicherweise fest, dass das weiche Holz seine Hufschläge etwas abdämpfte. Trotzdem war alle Aufmerksamkeit noch immer alleine auf ihn gerichtet. Teils genervt, teils ebenso angespannt wie er selbst, beäugten die übrigen Abiturienten ihn von ihrem Standpunkt auf der Bühne aus. All jene, die bereits ihr Zeugnis erhalten hatten, hatten sich dort in einer mehr oder weniger geordneten Reihe aufgestellt. Glücklicherweise waren auch einige unter ihnen, die statt der Zeremonie zu folgen, lieber mit ihrem Nachbarn tuschelten. Diese Tatsache ließ Fievel zumindest ein wenig entspannen. Er hatte es nie gemocht, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Da kam es ihm gerade recht, dass sich einige Pferde absolut überhaupt nicht für ihn zu interessieren schienen. Ohnehin war Fievel immer der Außenseiter der Stufe gewesen, nicht zuletzt wohl wegen seiner schüchternen Art. Die meisten seiner Kameraden hielten ihn für einen seltsamen Streber, der es nicht nötig hatte, mit anderen Pferden zu kommunizieren. Kaum einer ahnte, dass hinter dem äußerlich klugen Hengst ein ängstliches, scheues Fohlen steckte, welches sich schlichtweg nicht traute, seine Mitschüler anzusprechen. Obwohl Fievel fast nur Einsen trieb, bangte es ihm vor diesem Abschlusszeugnis mehr, als vor allem anderen, was ihm je widerfahren war. Vermutlich war es eher die Furcht vor der Übergabe, bei der er vor all den Pferden gelobt werden würde, als die Angst vor der Zeremonie selbst. Fast wäre es ihm lieber gewesen, einen Viererschnitt zu haben, denn mit Kritik wusste er weitaus besser umzugehen als mit anerkennenden Worten. Hierbei hatte er nie eine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Warum dem so war, wusste er selbst nicht so genau. Wahrscheinlich plagte ihn einfach eine soziale Inkompetenz. Wild pochte das Herz gegen seine Brust. Blut rauschte in seinen Ohren. Das Pult verschwamm vor seinen Augen. In taumelnden Trippelschritten bewegte er sich auf Miss Steele zu, die ihm auffordernd zunickte. Eine Spur der Besorgnis blitzte in ihren grünen Augen auf. Fievel kam es vor, als bohrten sich 100 Augenpaare eindringlich in seinen Rücken. Nervös schlug er mit dem Schweif. Seine Ohren richteten sich auf die Fuchsstute, die sich vor ihm befand,
als er versuchte, sich allein auf sie zu konzentrieren und die Umgebung auszublenden. Tief atmete er durch. Langsam beruhigte sich sein Herzschlag wieder, während er sich wie in Trance weiter vorwärts bewegte. Da waren nur noch er, das Pult und seine Tutorin. Selbst die bekannten Gesichter seiner Stufenkameraden gingen in die Unschärfe des Hintergrunds über. Herzlichen Glückwunsch zum besten Zeugnis des Jahrgangs! Mit einem anerkennenden Lächeln schob Miss Steele das unscheinbare Blatt Papier zu ihm herüber. Zögerlich nahm Fivel es entgegen und nuschelte ein verlegenes »Danke« unter dem Papier hervor, das sie sich kurzerhuf zwischen die Zähne geklemmt hatte. Tosender Applaus brandete auf, als die Menge begann, jubelnd mit den Hufen auf den Boden einzustampfen. Sofort schoss Fivel die Röte ins Gesicht. Beschämt wandte der helle Hengst sich ab und gesellte sich hinter das Pult der Lehrerin in die Reihe der bereits vorgerufenen Abiturienten. Erst als er den letzten Schritt getan hatte und sicher zwischen seinen Stufenkameraden verstaut war, konnte er aufatmen. Mit einer raschen Bewegung versuchte er, die Schweißtropfen, die noch immer heiß auf seiner Stirn standen, wegzuwischen. Das Schlimmste war geschafft. »Das ist unser Sohn!« hörte er plötzlich die laute Stimme seiner Mutter durch die Aula schallen. Sie stand neben Fivels Vater und warf freudig ihre Mähne zurück. Der dunkelbraune Hengst mit typischer Schabrackenscheckung stupste die kleine Schimmelstute genervt in die Seite und zischte ihr etwas zu. Fivel war ihm sehr dankbar, dass er seine Mutter von weiterem peinlichen Herumgezappel abzuhalten versuchte. Trotzdem schüttelte er sich seinen langen, dunklen Schopf vorsichtshalber über das Gesicht, um seine vor Scham geröteten Nüstern zu verbergen. Seit seine Mutter, bei der es sich übrigens um eine semi-bekannte Schriftstellerin namens Isabella Cooper handelte, ihn vor kurzem zum Friseur geschleppt hatte, war Fivel nur noch dieses Stück seines einst fülligen Langhaares geblieben. Der Rest war zu einer kecken Stehmähne mutiert. Noch immer hatte er Mühe, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Sogar von seinen Mitschülern oder Lehrern war er manchmal noch komisch gemustert worden. Für sie musste sein neuer Haarschnitt ebenso ungewohnt sein wie für ihn selbst. Gerne hätte der scheue Hengst auf die verwirrten und nach seinem Geschmack viel zu intensiven Blicke verzichtet. Er war es nicht gewohnt, sich nicht mehr so gut hinter seiner langen, wuscheligen Mähne verstecken zu können. Schicksalhaft versuchte Fivel, den neuen Look als Übergang in ein neues Kapitel seines Lebens zu betrachten. Nach der Übergabezeremonie würde seine Zeit an der Jefferson High beendet sein. Für immer. Beim Gedanken daran, dass all die Jahre, die er dort verbracht hatte, nun mit einem Mal vorbei sein sollten, musste Fivel schwer schlucken. Zwar blickte er seinem zukünftigen Studentenleben voller Offenheit entgegen, doch die Angst vor der Veränderung saß tief in seiner Amygdala verankert. Seufzend ließ er seinen Blick über die ihn umgebenden Pferde schweifen. Eine Mischung aus warmem Schweißgeruch und billigem Hengstdeo erfüllte die dicke Aulaluft. Mittlerweile war die Truppe auf der Bühne beträchtlich gewachsen und es wurden bereits die letzten Nachzügler von Miss Steele aufgerufen. Angesichts dieses Moments der Ruhe begannen Fivels Augen wie automatisiert die Menge abzuscannen. Ohne, dass er es wirklich realisierte, hatte sich dieses Verhalten in den letzten Monaten schleichend in seine Routine eingegliedert. Er konnte es nicht kontrollieren, seine aufmerksam umherfliegenden Pupillen nicht stoppen. Vergeblich suchte er in der Masse nach einem einzigen Gesicht. Und wie ist dein Schnitt so? Wurde Fivel von einer hellen, ungewöhnlich vertrauten Stimme aus den Gedanken gerissen. Er fuhr herum und blickte unmittelbar in warme, bernsteinfarbene Augen. Erst nach einigen Herzschlägen gelang es seinem Gehirn, den vollständigen Eindruck des vor ihm stehenden Pferdes zu erfassen. Mallory Barber. Ein nervöses Kribbeln breitete sich in Fivels Körper aus. Die kleine Dunkelfuchsstute mit dem ungewöhnlich gelockten Fell ging erst seit der Oberstufe auf seine Schule. So richtig wahrzunehmen begonnen hatte er sie allerdings erst seit dem letzten Schuljahr. Hallo? Ich hab dich was gefragt. Mit gespielter Empörung stieß Mallory ihn ungestüm in die Seite. Fivel zuckte zusammen. Verlegen wandte er den Kopf zu ihr um. Und da waren sie wieder. Diese unglaublich lebhaften und zugleich ungeduldig blitzenden Augen. »Wie ist dein Schnitt?« fragte die Stute erneut, diesmal fordernder. Die halblange kastanienbraune Mähne fiel ihr in Wellen über den Hals und legte durch ein kurzes Schütteln ihres Kopfes ein sternförmiges Abzeichen frei, das schneeweiß und frech zwischen vereinzelten Strähnen hervorlugte. Überfordert huschte Fivels Blick an ihrem Gesicht auf und ab, das sich übermütig direkt vor das seinige gedrängt hatte, bis er sich schließlich wieder in ihren bernsteinfarbenen Augen fand. Es dauerte einen Moment, bis die Frage zu seinen Gehirnzellen durchsickerte.
Schnell sah er auf dem Zeugnis nach, das er noch immer im Maul hielt. Es bestand aus festem Papier und war mit einem hübschen Siegel besetzt, das das Wappen der Schule zeigte. Ein aufgeschlagenes Buch auf blauem Grund mit der Aufschrift Jefferson High. Lerne und der Erfolg ist dein. Fievel mochte diesen Slogan. Sein bisheriger Lebensinhalt hatte nahezu ausschließlich aus Lernen bestanden. Er war davon überzeugt, dass er ohne diese Angewohnheit, sofern man es als solche bezeichnen konnte, nicht sonderlich weit im Leben kommen würde. Urplötzlich wurde er durch einen weiteren Stups der lockigen Stute erneut aus seiner Gedankenwelt geschleudert. 1,0, stotterte er überrumpelt. Er sollte schleunigst damit aufhören, sich andauernd von irgendwelchen belanglosen Überlegungen mitreißen zu lassen. Immerhin stand da doch tatsächlich gerade ein echtes, lebendiges Pferd neben ihm, das offenbar darauf erpicht war, eine Konversation mit ihm zu führen. Wow, meiner ist im Dreierbereich, bemerkte Mallory anerkennend, aber gleichzeitig mit einem schelmischen Schmunzeln auf dem Gesicht. Verlegen senkte Fievel den Kopf. Wieder einmal wusste er nicht, wie er reagieren sollte. Doch dieses Problem löste sich schneller in Luft auf, als er Möhrenkuchen sagen konnte. Ohne sich von seiner Schweigsamkeit ausbremsen zu lassen, plauderte Mallory einfach munter weiter. Was hast du denn so in der Zukunft vor? Studieren? Mit interessiertem Blick beäugte sie den Hengst. Ja, irgendwas mit Naturwissenschaften. Unsicher trat er von einem Bein auf das andere. So viele Worte hatte er seit langem nicht mehr mit einem mehr oder weniger unbekannten Pferd gewechselt. Ah, cool! Die Dunkelfuchsstute nickte aufgeschlossen, ehe sie mit einem Lächeln hinzufügte. Ich mach wahrscheinlich Lehramt. Toll. Fievel versuchte möglichst begeistert zu wirken, auch wenn er selbst ziemlich davon abgeneigt war, sie sich als Lehrerin vorzustellen. Natürlich werde ich eine ganz, ganz nette Lehrerin sein, ergänzte sie mit einem Schmunzeln, als sie seinen skeptischen Blick bemerkte. Da wärst du die Erste, schnaubte er trocken. Belustigt, aber dennoch leicht empört, wieherte sie zurück. Und was ist mit Miss Steele? Die ist doch auch recht lieb. Zweifelnd drehte Fievel sich zu der schlanken Fuchsstute um, die noch immer damit beschäftigt war, mit gelangweilter Miene Zeugnisse auszugeben. Mit gerümpften Nüstern erwiderte er, ich weiß ja nicht. Lachend schüttelte Mallory ihre Mähne. Und nun einen Applaus für unsere Abiturienten. Wie auf ein stummes Kommando hin fuhren die beiden gleichzeitig zu der Geräuschquelle herum. Natürlich war es Miss Steele, die ihr Gespräch unterbrochen hatte. Als lauter Jubel aufbrandete, trat Fievel instinktiv einen Schritt zurück und machte sich so klein wie möglich. Ihm war es noch immer unangenehm, im Mittelpunkt eines Geschehens zu stehen, auch wenn er es diesmal nicht alleine tat, sondern gemeinsam mit seinen Klassenkameraden. »Was ist denn mit dir los?« fragte Mallory ihn verwundert, während sie selbstbewusst und mit erhobenem Kopf in die tosende Menge herabblickte. »Nichts«, stammelte er, bemüht, dabei so überzeugend wie möglich zu klingen. Vor ihr wollte er keine Schwäche zeigen. Tief atmete der junge Hengst durch. Wenigstens dieses eine Mal wollte er es schaffen, sich seiner Schüchternheit zu stellen. Nicht nur Mallorys Anwesenheit wegen, auch weil er selbst endlich aus diesem verschlossenen Kokon fliehen wollte, in dem er, dank seines mangelnden Selbstvertrauens, schon so lange feststeckte. Aufgewühlt klopfte das Herz in seiner Brust. Er kniff die Augen zusammen und versuchte angestrengt, sich zu beruhigen. Seine Beine fühlten sich an wie Wackelpudding. Das Gefühl der Angst steckte ihm noch immer tief unter der Haut. Nur einen Schritt musste er tun, um nicht mehr verängstigt hinter den anderen versteckt zu sein. Nur einen halben Meter weiter an den Rand der Tribüne treten, um ein Teil der stolzen Masse seiner Mitschüler zu werden. Gierig sog Fievel die ihn umgebende Luft ein. Sie schmeckte abgestanden und übersättigt vom Atem der zahlreichen Pferde. Dennoch erfrischte ihn der neue Sauerstoff, der seine Lungen durchströmte. Langsam atmete er wieder aus, bis sich sein Puls wieder einigermaßen beruhigt hatte. Er schloss für einen Moment die Augen, um die tosenden Applausrufe der Eltern auszublenden. An seiner Schulter spürte er Mallorys weiches Fell. Langsam richtete er sich auf und baute sich auf der Bühne auf. Mit aller Überwindung, die er aufbringen konnte, schaffte er es schließlich, einen erstaunlich großen Schritt auf das Publikum zuzumachen, so dass er nun auf gleicher Höhe mit den anderen stand. Ja, Fievel! Seine Mutter machte Luftsprünge und jauchzte voller Elan seinen Namen. Mit einem breiten Grinsen sah er sie an. Zum ersten Mal
fühlte er keine Angst, als er auf die tobende Menge herabblickte. Stattdessen umfing ihn das pure Gefühl der Freiheit. Es war, als würde seine Seele endlich vom Wind des Abenteuers aufgekloppt und mitgerissen werden. Nicht mehr länger verharrte er an dieser einen sicheren Stelle. Nein, jetzt war seine Zeit angebrochen. Endlich fühlte er sich bereit für mehr, für eine Entwicklung, einen Fortschritt. Die Jefferson High war ein Kapitel seines Lebens, das nun abgeschlossen war. Der Teil der Geschichte, in dem zukünftig vielleicht sogar Mallory eine Rolle spielte, war angebrochen. Wie lange schon hatte dieser Moment auf sich warten lassen? Der Moment, in dem er sich aus seinem schützenden Bau erhob und endlich den Mut besaß, auf eigenen Hufen dazustehen. Hätte nicht ausgerechnet Mallory ihn so überraschend angesprochen, wäre er womöglich für den Rest seines Lebens in der Blase aus Unsicherheit und Selbstzweifel gefangen gewesen. Doch die Beachtung, die Fievel durch sie geschenkt bekommen hatte, ließ ihn förmlich aufblühen. Ein Gefühl unbändiger Kraft und Stärke durchströmte seinen Körper und erfasste jede einzelne seiner Zellen. Das Lächeln der Stute blitzte zu ihm herüber und er zwinkerte mit einem nie zuvor dagewesenen Selbstbewusstsein zurück. Auch wenn er es kaum für möglich gehalten hätte, schwoll der Jubel nochmals an. In einer wattig weichen Wolke voller Glücksgefühle und Freude schwebte er über sein eigenes Abbild und das der ihn umringenden Pferde hinweg. Nie zuvor hatte er sich so lebendig gefühlt.